Am Wochenende kam es zu einem heimtückischen Anschlag auf Donald Trump, welchen dieser wie durch ein Wunder und buchstäblich um Haaresbreite nur leicht verletzt überlebte. Wie es nun weitergeht in Amerika und wie diese Tat sich möglicherweise auf dich und dein Vermögen auswirken wird, das wollen wir in diesem Video einmal besprechen. Oftmals sind es Momente, Sekunden und Minuten, welche die Politik und die Gesellschaft nachhaltig verändern und für immer beeinflussen. Man denke zum Beispiel an den Kniefall von Willy Brandt 1970 am Mahnmal zum Warschauer Ghetto oder auch 1989, als sich die Berliner Mauer öffnete und Ostdeutsche in den Westen strömten. Diese Momente haben unser Leben und unsere Erinnerung geprägt und was danach kam, verändert und neu definiert. Ähnliches kann man leider auch natürlich für negative Momente und Augenblicke in der Geschichte sagen. Man denke zum Beispiel an die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy 1963 oder das Attentat auf Ronald Reagan 1981, welches dieser auch überlebte. Ich bin sicher, dass sich die Attacke auf Donald Trump, der am Wochenende angeschossen wurde und leicht am Ohr verletzt wurde, wie durch ein Wunder hat er überlebt. Ich glaube, es hätte buchstäblich nicht knapper sein können. Er hat den Kopf zufällig zur richtigen Zeit ein wenig gedreht und so streifte die Kugel nur sein Ohr. Sicherheitskräfte stürzten sich auf Donald Trump, um ihn zu schützen. Er reckte die Faust in den Himmel, um zu zeigen, dass er weiter kämpfen will und sich nicht so leicht einschüchtern lässt. Wir machen hier keine politischen Sendungen auf diesem Kanal. Wir reden über Politik, insofern sie dich und dein Vermögen betrifft und deine Zukunft. Hier geht es ja vielfach um das Thema Auswandern, um einen Plan B im Ausland. Dabei ist es uns eigentlich egal, welche politische Überzeugung du hast. Und das Gleiche können wir auch in dieser Sache hier sagen, wenn es um Donald Trump geht. Aber ganz klar, Gewalt gegen Politiker, gegen politische Kandidaten ist ein absolutes Unding und da sollte niemand teilnahmslos beistehen. Das muss verurteilt werden. Das ist völlig klar. Das kann man absolut nicht akzeptieren. Das geht an die Basis unserer Gesellschaft. Und jeder von uns ist hier aufgefordert, dagegen vorzugehen in seinem privaten Umfeld und dadurch, dass er sich hier klar positioniert. Wir hatten ja auch in Deutschland zuletzt Gewalt gegen Politiker erlebt. Man denke nur an die Attacke auf den Bundestagsabgeordneten Kiesewetter oder jene Wahlkampfhelfer, die Plakate aufgehängt und dann attackiert wurden. Solche Taten sind nicht akzeptabel und sie gehören selbstverständlich geahndet. Donald Trump hielt sich bisher im Wahlkampf in den USA relativ bedeckt. Die Präsidentschaftswahlen sind am 5. November. Es war vor allen Dingen Joe Biden, der hier in den letzten Wochen in den Schlagzeilen war. Einen Fauxpas nach dem anderen hat er sich geleistet. Zuletzt stellte er den ukrainischen Präsidenten Zelensky als Putin vor und hat dann auch in der TV-Debatte mit Trump hier ein ziemlich erbärmliches Bild abgegeben. All diese Vorfälle wirken nun unwichtig im Angesicht dieses schrecklichen Attentates auf Trump. Biden reagierte anständig und genauso, wie man es erwarten würde von einem Präsident. Er sagte ganz klar, dass Gewalt gegen Politiker oder auch gegen Kandidaten absolut inakzeptabel sei. Ähnlich haben sich auch viele andere Politiker, unter anderem Barack Obama, geäußert. So wie ich Trump einschätze, wird er realisieren, dass das ein ganz großer Moment für ihn gewesen ist und er wird nun überlegen, wie er davon auch in Zukunft politisch Profit schlagen kann. Man kann meiner Meinung nach davon ausgehen, dass er in den Meinungsumfragen nun noch einen weiteren Vorsprung auf Biden sich
erhoffen kann. Bei dem angesprochenen Attentat gegen Ronald Reagan zum Beispiel legte dieser danach um 8% in den Meinungsumfragen zu. In Amerika glauben ja viele konservative Christen an Prädestination, an die göttliche Vorsehung. Sie werden diesen Anschlag auf Trumps Leben und die Tatsache, dass er hier durch den Schutz Gottes, werden sie sagen, nur glimpflich davongekommen ist, religiös interpretieren. Vielfach wird ja Trump mit König David verglichen, König David aus der Bibel, ein bekannter König der Israeliten. König David überlebte ebenfalls mehrere Attentatsversuche, insbesondere durch König Saul, und die Hand Gottes schützte sein Leben, sagt man. Donald Trump wird oft mit König David verglichen, weil beide Männer große Schwächen haben, insbesondere wenn es um Frauen geht und die eheliche Treue. Man kann also diesen Attentatsversuch hier politisch nicht hoch genug bewerten. Es gab etliche Christen, denen es gar nicht gefallen hat, dass Trump vor kurzem in New York verurteilt wurde. Die Verurteilung Trumps vor kurzem in New York scheint ihm gemäß den Umfragen nicht weiter geschadet zu haben. Hier ging es ja um Fragen wie Wahlkampffinanzierung und auch die Beeinflussung der Präsidentschaftswahl, weil er eben an eine Pornodarstellerin Geld überwiesen hat, heimlich, um eine Affäre zu verschleiern. Dennoch ist natürlich für viele konservative Christen diese Verurteilung ein Problem, denn Trump ist nun ein Straftäter und sie können es sich beim besten Willen nicht vorstellen, für einen Straftäter zu stimmen. Ich gehe davon aus, dass dieser Attentatsversuch, den Trump überlebt hat, jetzt von vielen dieser Christen so interpretiert wird, dass es sich hier letztlich um ein Eingreifen Gottes handelt, der hier sozusagen seine schützende Hand auf Trump gelegt hat und ihn damit gerechtfertigt hat. Alles in allem wird damit meiner Meinung nach noch wahrscheinlicher, dass Trump 2024 die Präsidentschaftswahl gewinnt und dann am 20. Januar 2025 tatsächlich als neuer Präsident der USA vereidigt wird. Man wird sehen, was jetzt noch passiert im Wahlkampf. Man muss natürlich auch sehen, ob Joe Biden wirklich antreten wird oder ob er durch jemand anders ersetzt wird. Viele andere Demokraten scheinen nicht besonders erfolgreich gegen Trump sein zu können. Man munkelt, dass möglicherweise Michelle Obama hier als einzige Kandidatin gegen Trump eine Chance hätte. Bisher wird sie nicht antreten. Man muss also sehen, was passiert. Aber so wie es momentan aussieht, wird Trump die Wahl gewinnen. Und jetzt ist noch wahrscheinlicher, dass er die Wahl gewinnt. Jetzt gewinnt er weiter an Auftrieb. Und damit kommen wir zur Frage, was das Ganze mit dir zu tun hat und was das Ganze für dich und dein Vermögen bedeutet. Nun, Trump hat sich schon mehrfach dazu geäußert, dass er eigentlich die NATO verlassen will. Trump wird sich ausschließlich auf China konzentrieren. Und selbst wenn er die NATO nicht verlassen will, dann hat für ihn die NATO bzw. die Verteidigung Europas keine große Priorität mehr. In einem neuen Buch, das gerade rausgekommen ist, wird geschildert, wie Trump sich mit Ursula von der Leyen 2020 in Davos trifft und sie anschreit förmlich, dass die USA Europa nicht verteidigen werden, wenn hier ein europäisches Land angegriffen wird, und außerdem, dass Deutschland den USA noch 400 Milliarden Dollar schuldet, da sie in den ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten nicht genug Geld zur NATO beigesteuert haben. Im Juni 2024 hielt Elbridge Colby, der als neuer Sicherheitsberater Trumps gehandelt wird, einen Vortrag in London, und er sagte dort ganz klar, dass die aktuellen 2% des BIP, welches Deutschland hier erstmals 2024 für die Rüstung ausgegeben hat, bei weitem nicht ausreichen, dass auch 3,5%, die ja Herr Pistorius schon in Aussicht gestellt hat, nicht ausreichen werden. Er hat gesagt, die USA werden hart bleiben und hier nicht mehr für Deutschland in Europa in die Bresche springen. Er hat ganz klar Deutschland gesagt. Er hat nicht gesagt Frankreich oder UK oder sonst was. Er hat ganz klar Deutschland gesagt. Die USA sehen hier bei Deutschland eine ganz zentrale Rolle, wenn es um die Verteidigung Europas in Zukunft geht. Colby sagte, man will hart bleiben mit Deutschland, man will sich hier nichts mehr gefallen lassen,
Man will nicht mehr akzeptieren, dass man 10-mal so viel Geld hier in die Verteidigung Europas investiert. Die Verteidigung Europas, zum Beispiel vor Putin, das sei Sache Europas, und ein Amerika unter Trump wird hier möglicherweise keinen Finger mehr rühren. Colby sagte ebenfalls, dass er ein Moderator ist, dass es dort noch andere Kräfte bei den Republikanern gibt, die das Ganze noch sehr viel extremer sehen. Colby meint, man wolle also in der NATO bleiben, aber eben hier letztlich in die zweite Reihe zurücktreten. Bei unserem Plan B-Seminar vor kurzem in Zürich war auch der Brigadegeneral außer Diensten Erich Warth anwesend, und er sagte ganz klar, dass die Bundeswehr absolut nicht die Möglichkeit hat, hier eine wichtige Rolle in der NATO zu spielen, beziehungsweise gar Deutschland verteidigen können. Hier sind ganz große Investitionen notwendig. Vor kurzem wurde der Bundeswehr ein sogenanntes Sondervermögen von 100 Milliarden zugestanden. Der Bundestagsabgeordnete Kiesewetter spricht sogar von 300 Milliarden. Jetzt vor kurzem hat Ursula von der Leyen für Europa die Summe von 500 Milliarden in den Mund genommen. Ganz klar, den größten Teil davon wird Deutschland bezahlen müssen. Aus verschiedenen Quellen entnehme ich, dass im Grunde genommen in die Bundeswehr in den nächsten Jahren 500 Milliarden investiert werden muss, damit hier die Truppe flott gemacht werden kann und tatsächlich für die Landesverteidigung bereit ist. Pistorius sagt ja immer wieder, dass man bis 2029 kriegsbereit sein muss. Man befürchtet hier weitere Angriffe Putins. Wenn dies wirklich so ist und wenn nun Trump im November 2024 tatsächlich die Wahl gewinnt, kannst du davon ausgehen, dass der deutsche Verteidigungshaushalt ganz enorm ansteigen wird. Und dann ist natürlich die Frage, wer soll das bezahlen? Für die Bewältigung der Corona-Krise hat der deutsche Staat 440 Milliarden Euro aufgewandt. Das meiste davon wurde geliehen. Deutschland kann ja an den Finanzmärkten noch relativ einfach Geld aufnehmen, denn zumindest offiziell sind die Schulden von Deutschland nicht besonders hoch. Manche sagen nun, dass es da relativ hohe versteckte Schulden gibt, die wir hier so in der offiziellen Statistik gar nicht sehen. Aber wie dem auch sei, 440 Milliarden konnte man noch relativ einfach an den Märkten aufnehmen. Wenn jetzt hier tatsächlich ganz groß in die Verteidigung investiert werden muss, weil die Amerikaner sich de facto so halb zurückziehen wollen oder wenigstens nur noch eine untergeordnete Rolle in Europa bei der NATO spielen wollen und sich auf China und den Mittleren Osten konzentrieren müssen, dann kannst du davon ausgehen, dass hier ebenfalls riesige Mittel freigemacht werden müssen, um in die Verteidigung zu investieren. Schon nach der Corona-Krise forderten viele linksgerichtete Politiker einen neuen Lastenausgleich. Du hörst richtig, sie haben genau dieses Wort verwendet. Jeder weiß, was der Lastenausgleich war. Er bezeichnet die Enteignung von Immobilienvermögen nach dem Zweiten Weltkrieg. Jeder Immobilienbesitzer bekam ja eine Zwangshypothek eingetragen, und zwar über die Hälfte des Wertes der Immobilie, und das musste man dann abbezahlen über 30 Jahre. Die geplante Aufrüstung und ein Krieg werden also ganz signifikante Folgen hier möglicherweise auf dein Vermögen haben. Man kann sich vorstellen, dass es zu einer Vermögensabgabe kommt, Vermögensteuern oder auch einfach eine Erhöhung anderer Steuern. Auch hier hatte ja der Bundestagsabgeordnete Kiesewetter schon angedeutet, man müsse Opfer bringen für die Ukraine. Man solle sich andere Länder anschauen, wo man hier in die Aufrüstung ebenfalls bestehende Mittel umgeleitet habe oder Steuern erhöht habe. Und man solle Wohlstand nicht mehr als Wohlstand des Einzelnen definieren, sondern eben als gemeinschaftliche Resilienz der Gesellschaft. Daran siehst du ja schon, wohin der Zug möglicherweise geht. Auf Deutsch gesagt, du sollst dafür bezahlen. Und jetzt natürlich nicht nur mit Vermögen, mit Geld, sondern jetzt ist auch wieder hier die Wehrpflicht ja im Gespräch, in der Diskussion. Eine Wehrpflicht per Salamitaktik wird wohl eingeführt. Jetzt erstmal nur müssen Formulare eingereicht werden. Die CDU will ja den ganz großen Wurf, auch die Wehrpflicht für Frauen. Sie ärgert sich, dass hier die SPD nicht an sie herangetreten ist. Man hätte hier schon eine entsprechende Grundgesetzänderung dann gemeinsam auf den Weg bringen
können. Beide Parteien hier also wollen aufrüsten, wollen in den Krieg. Trump will sich raushalten, er will sich auf China konzentrieren. Wir können also davon ausgehen, dass wir gigantisch aufrüsten müssen. Und wer soll dafür bezahlen? Natürlich du. Die Leistungsträger der Gesellschaft, die ohnehin schon alle anderen Maßnahmen bezahlen müssen, wie zum Beispiel die Energiewende, werden jetzt noch tiefer in die Tasche greifen müssen, um auch die deutsche Bundeswehr auf Vordermann zu bringen und dann möglicherweise deine eigenen Kinder oder Enkel in den Krieg zu schicken. Die EU ist ja schon dabei, hier mit AMLA und Vermögensregister und so weiter alle möglichen Maßnahmen zu implementieren, die es dann sehr einfach machen werden, zu erfassen, wer welches Vermögen hat und dann entsprechend auch darauf zugreifen zu können oder eben entsprechende Vermögenssteuern zu erheben. Die AMLA wurde bereits gegründet im Juni 2024 in Frankfurt am Main und jetzt werden so Befugnisse auf sie übertragen. Du kannst also davon ausgehen, dass entsprechende Register, Kontenregister, Vermögensregister bis 2028, 2029 implementiert werden. Zufällig soll ja auch dann gerade die Bundeswehr kriegsbereit sein. Das Ganze geht mit einem digitalen Euro, der ja ziemlich sicher auch kommt, natürlich noch einfacher, denn dann kann die Regierung ja den Geldfluss nochmal ganz anders steuern. Lass mich hier ganz klar sein, diese Entwicklung wird kommen, egal ob Trump jetzt hier an die Macht kommt im November 2024 in den USA oder nicht und Biden ablöst. Das wird sowieso kommen. Ich gehe aber davon aus, dass ein Trump-Sieg dann hier dem Ganzen eine noch größere Dringlichkeit gibt, dass möglicherweise noch schneller Steuern erhöht werden, denn Trump wird dann jedenfalls gemäß jenen Personen, die ihm nahestehen, relativ kurzfristig handeln und wird hier den Stecker ziehen bei der NATO, beziehungsweise selbst wenn die USA nicht austreten werden, wollen sie doch nur noch die zweite Geige spielen. Das, wie gesagt, würde dann bedeuten, dass ziemlich schnell hier Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die USA und die US-Streitkräfte in der NATO zu ersetzen, was ein gigantischer Aufwand ist und gigantische Kosten mit sich bringt und natürlich auch ein gigantisches Sicherheitsrisiko ist. Da wird sich so mancher ausländische Diktator darüber freuen. Was kannst du dagegen machen? Nun, es sind genau die Themen, die wir hier immer wieder ansprechen. Dein Vermögen ins Ausland verlagern, am besten außerhalb der EU. Du kannst schon heute damit anfangen, Konten eröffnen in der Schweiz, in Liechtenstein und Singapur. Keine Immobilien mehr in Deutschland, beziehungsweise weniger Immobilien in Deutschland. Immobilien außerhalb der EU haben, Edelmetalle außerhalb der EU haben, Depots außerhalb der EU haben. Alles, was außerhalb der EU ist, kann dann so ohne weiteres nicht mehr angegriffen werden. Ganz wichtig natürlich, du musst ebenfalls außerhalb der EU leben, denn wenn du in der EU lebst, wenn du in Deutschland lebst, dann wirst du natürlich mit ins Vermögensregister aufgenommen, zusammen mit deinem weltweiten Vermögen. Das heißt, auch für dich wäre es überlegenswert, die EU zu verlassen. Das kannst du im zweiten Schritt tun. Die Maßnahmen, die ich gerade eben angesprochen habe, Kontoeröffnung, Depoteröffnung, Edelmetalle, das alles kannst du jetzt sofort anfangen. Das ist komplett legal. Da musst du nichts beantragen. Da musst du auch keine Meldepflichten beachten. Solltest du hier natürlich Einkünfte im Ausland generieren, müssen die in Deutschland versteuert werden. Das ist natürlich völlig klar. Aber ansonsten gibt es keine Meldepflichten zu beachten. Willst du dich und deine Kinder vor der Wehrpflicht schützen, dann wird es nur eine Lösung geben, die funktioniert. Die besteht aus zwei Teilen. Zum einen natürlich Deutschland verlassen, bevor es zu spät ist. Wenn es zum Krisenfall und zum Ernstfall kommt, dann wirst du Deutschland als Mann nicht mehr verlassen können. Jetzt kannst du es noch tun. Idealerweise sollten deine Kinder, bevor sie 17 werden, Deutschland verlassen. Dann können sie definitiv nicht mehr von der Wehrpflicht erfasst werden. Jedenfalls gemäß dem, was im entsprechenden Gesetz gerade definiert ist. Alle anderen Männer bis zum Alter von 60 Jahren sind möglicherweise von der Wehrpflicht betroffen. Dazu hatten wir schon ein anderes Video gemacht. Das heißt, du darfst dann nur mit Erlaubnis der Bundeswehr im Krisenfall, im Verteidigungsfall, im Spannungsfall dich außerhalb von Deutschland aufhalten für länger als 3 Monate. Das gilt auch, wenn du schon in Deutschland bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dich dort an den Ohren aus deinem aktuellen Wohnsitzland herausziehen werden.
Aber wenn du dann einen neuen Pass brauchst und dafür zum Beispiel nach Deutschland musst, weil die deutschen Botschaften im Ausland, ähnlich den ukrainischen Botschaften im Ausland, keine Pässe mehr ausgeben, dann lassen sie dich nicht mehr gehen. Daher auch hier kann nur eins helfen, und das ist die deutsche Staatsbürgerschaft abzulegen, beziehungsweise eine neue Staatsbürgerschaft anzunehmen und dann, wenn es eben Schlag auf Schlag kommt, die deutsche dann aufzugeben. Und das sind genau die Themen, bei denen wir dich unterstützen können. Also, das heißt, ins Ausland umziehen, Vermögen im Ausland aufbauen, sich steuerlich im Ausland zu optimieren, damit man in Deutschland keine Steuern mehr zahlen muss und im Ausland dann viel weniger Steuern hier dem Staat übergeben muss. Wenn das Themen sind, die auch für dich interessant sind, inklusive die Annahme einer neuen Staatsbürgerschaft, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.